3 Schritte, die dir dabei helfen, schnelle und gute Entscheidungen zu treffen. Schritte, die mir dabei geholfen haben und es auch immer noch tun, um mich schnell zu entscheiden und die Entscheidung im Nachhinein nicht zu bereuen. Und damit heiße ich dich ganz herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich bin gerade im Elsebad, war gerade eine Runde schwimmen. Wir starten direkt rein. Yes! Schritt Nummer 1. Fühlst du dich körperlich und geistig dazu in der Lage? Ich möchte das gerne an dem Beispiel Training, Schwimmen oder Workout oder Laufen oder was auch immer, Yoga verdeutlichen. Das heißt, vor dieser Aktivität fühlst du dich körperlich und geistig dazu in der Lage. Bist du fit, bist du gesund, bist du hier oben eingestellt auf die Aktivität? Bist du bereit, loszustarten? Schritt Nummer 1. Frag dich das ganz ehrlich und sei da ganz ehrlich zu dir selbst, ob du vielleicht gerade einfach nicht die nötige Motivation hast oder ob du körperlich wirklich angeschlagen bist. Ob du vielleicht krank bist, ob du irgendeine Erkältung hast, ob du irgendeine Verletzung hast, dann bist du körperlich nicht dazu in der Lage. Aber wenn du dich gerade einfach nicht motivieren kannst, wenn du vielleicht gerade lieber auf dem Sofa liegen bleiben würdest, dann bist du körperlich eigentlich dazu in der Lage, aber kannst dich nicht so ganz überwinden. Und dann ist Schritt Nummer 2, der dazu kommt, nämlich ob du dich während dieser Aktivität förderst, ob du dich forderst und ob du während dieser Aktivität Spaß hast. Denn das ist ein super, super wichtiger Schritt, der mir immer wieder dabei hilft, mich schnell und vor allem gut und richtig zu entscheiden. Denn wenn ich mir im Vorhinein überlege, okay, ich gehe jetzt gleich trainieren, aber ich habe nicht so die Mega-Motivation am Start. Und dann denke ich mir, aber während des Workouts, während dem Schwimmen jetzt zum Beispiel, fühle ich mich einfach gut. Oder ich fördere meinen Körper. Oder ich fühle mich dadurch einfach besser. Durch die Aktivität fühle ich mich gut. Dann ist Schritt Nummer 2 sehr, 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 sehr wichtig, um dich in Schritt Nummer 1 überhaupt erstmal aufzuraffen und dich mental darauf einzustellen. Also Schritt Nummer 2, hast du während der Aktivität Spaß? Fördert dich die Aktivität? Und Schritt Nummer 3, was gibt dir diese Aktivität? Fühlst du dich im Anschluss besser? Lernst du durch die Aktivität vielleicht was? Oder was kannst du anderen auch dadurch zurückgeben? Wenn du jetzt zum Beispiel trainierst und du raffst dich auf, du trainierst und im Anschluss fühlst du dich einfach gut. Nicht nur körperlich, du tust deinem Körper damit auf der einen Ebene was Gutes, aber vor allem auch mental. Du tust dir selbst damit was Gutes. Und genau diese mentale Energie, diese körperliche Energie, die kannst du dann auch wieder auf andere übertragen. Die kannst du dann auch wieder an andere weitergeben. Und so ist das so eine Win-Win-Situation. Deswegen frag dich gerne, was bekommst du in erster Linie davon? Und dann auch, was haben andere davon, dass du diese Aktivität durchführst? Was kannst du auf kurzfristiger Ebene dadurch bekommen und was kannst du auch langfristig dadurch bekommen? Ja, langfristige gesteigerte Fitness des Körpers. Nicht nur dieser kurzfristige Erfolg, dass du vielleicht einen Pump hast oder gut aussiehst oder dich dann in dem Moment wohlfühlst, sondern auch langfristig gedacht. Du tust deinem Körper langfristig was Gutes damit. Kurze Zusammenfassung der 3 Schritte für schnelle und gute Entscheidungen. Schritt Nummer 1. Fühlst du dich körperlich und mental dazu in der Lage? Bist du bereit für diese Aktivität? Wenn ja, go for it. Wenn nein, mach vielleicht eine kurze Pause. Schritt Nummer 2. Freust du dich auf die Aktivität? Hast du Spaß dabei? Und was gibt dir das? Was empfindest du während dieser Aktivität? Worauf kannst du dich freuen? Und Schritt Nummer 3, wie fühlst du dich im Anschluss? Was gibt dir diese Aktivität? Was lernst du kurzfristig, was lernst du langfristig? Und was für ein Gefühl löst diese Aktivität in dir aus? Ist das eher eine Vorfreude, die du jetzt schon empfindest, oder kriegst du eher Bauchschmerzen dabei, wenn du daran denkst? Fühlst du eher eine Weite innerlich oder fühlst du eher eine Enge in der Brust? Fällt es dir jetzt schon schwer zu atmen, wenn du daran denkst? Und was gibt dir persönlich diese Aktivität, körperlich und mental? Und was kannst du dann auch an andere zurückgeben? Das sind die 3 Schritte, die 3 Fragen, die ich mir ganz gerne stelle, wenn ich vor Entscheidungen stehe, wo mir die Wahl nicht so ganz leicht fällt. Dann stelle ich mir diese 3 Fragen und dadurch bereue ich die Entscheidung im Nachhinein sehr, sehr wenig. Probier das gerne mal für dich aus und überprüf mal, ob dir Entscheidungen mit diesen 3 Schritten leichter fallen. Lass mich das gerne mal in den Kommentaren wissen, wie du Entscheidungen triffst und was dir vielleicht für Entscheidungshilfen dabei helfen. Lass mich das in den Kommentaren wissen, lass uns da in den Austausch gehen und am Montag in der Podcast-Folge bei Straff in Zeit gehe ich noch auf das Thema innere Stimme ein und wie du die innere Stimme deines Herzens von der inneren Stimme deines Kopfes unterscheiden kannst. Wie du vom Kopf, vom reinen Denken wieder ins Herz, ins Fühlen kommst
Und diese inneren Stimmen, die kämpfen ganz, ganz oft gegeneinander. Und da wieder den Unterschied für dich festzustellen, darauf möchte ich am Montag in der Podcast-Folge anschließend zu diesem Video hier eingehen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag, einen grandiosen Start in dein Wochenende. Danke, dass du hier bist. Du bist ein wundervoller Mensch. Und wenn du hier noch kein Teil des Kanals bist, dann abonniere gerne einmal den Kanal, lass mir einen Daumen nach oben da und hab einen wundervollen Start in dein Wochenende. Dein Niklas. Ciao.